Hallo liebe Freunde, mein Name ist Frank N. Stein, ich bin das Zombieline. Dieses Video ist ein Review, eine Nachbetrachtung zu Starcom Unknown Space. Ich bin dabei übrigens absolut subjektiv und erhebe keinen Anspruch, dass die hier gemachten Aussagen allgemeingültig sind. Zuerst gebe ich ein paar Informationen zum Spiel, danach geht es darum, was besser sein könnte, anschließend sage ich euch, was ich besonders gelungen fand, und zum Schluss gebe ich eine Einschätzung zum Wiederspielwert und ein Fazit. Starcom Unknown Space ist nach eigener Aussage ein Action-RPG. Es ist sehr textbasiert, wozu man auch im Startbildschirm nochmal einen Hinweis bekommt. Man wird zu Beginn der Reise in ein Wurmloch in ein anderes Universum gezogen. Die Aufgabe ist es nun, herauszufinden, wie man wieder zurück in das eigene Universum kommt. Das Schiff und die Crew bestehen Abenteuer, lernen fremde Welten und fremde Rassen kennen. Das Spiel war seit 2022 im Early Access und kam im September 2024 in den Full Release. Starcom Unknown Space hat übrigens einen Vorgänger, Starcom Nexus. Beide Spiele haben aber eine eigenständige Story, sodass man sie unabhängig voneinander und auch in beliebiger Reihenfolge spielen kann. Was könnte besser sein? Nun, in den Texten wird vereinzelt etwas unbeholfen gegendert, so als ob man gerade nicht weiß, welches Geschlecht beispielsweise das angesprochene Crewmitglied hat. Das ist einem fließenden Lesen, insbesondere zum Beispiel beim Vorlesen in einem Stream, nicht sehr förderlich. Das wirkt sich aber in der Tat nur punktuell aus und ist, zugegeben, Jammern auf hohem Niveau. Manchmal fehlt hier und da ein wenig die akustische und visuelle Interaktion. Textbasiert ist ja okay, aber Crew-Reaktionen auf Ereignisse erscheinen parallel zum Geschehen kurzzeitig oben links in der Ecke als Text. Hier wäre eine akustische Darstellung der Reaktion oder Unterhaltung der Crew untereinander toll und abwechslungsreich. Es gibt teilweise Längen im Spiel, beispielsweise weil man unbekannten Raum erforscht und dort aber schlichtweg nichts ist. Dann fliegt man halt hin und irgendwie wieder zurück und das gibt vereinzelt ein paar Längen. Waffen sind teilweise sehr unbalanced. Raketen erscheinen mir beispielsweise als viel zu schwach. Und insbesondere im Late Game sorgt die maximale Schiffsgröße für eine Baubeschränkung des Schiffs. Man würde hier gerne mehr anbauen, kann aber nicht. Vielleicht aus Balancegründen, ich weiß es nicht. Was hat mir besonders gefallen? Also der Entwickler erklärt im Laufe der Missionen, im Laufe des Spiels, wie sein Spieluniversum funktioniert. Und insgesamt ist alles irgendwie nachvollziehbar. Es gibt keine groben logischen Lücken. Mir als Wissenschaftler gefällt das. Die Texte sind toll und zeichnen sich durch sehr tiefsinnige Anspielungen und feinen Humor aus. Die deutsche Übersetzung übrigens ist sehr gut. Ohne groß zu spoilern kann man sagen, Bürokratie, Bestechung und Intrigen, alles ist vorhanden und wird verständlich und fein, aber nicht zu kompliziert ausgearbeitet dargebracht. Was hat mir noch gefallen? Man kann seine Crew personalisieren, indem man ihr eigenen Namen gibt. Und so kann man beispielsweise mit Freunden, mit Familie oder als Streamer mit seinen Zuschauern gemeinsam diese Abenteuer erleben. Mir gefällt das. Beim Schiffsbau ist Kreativität möglich. Der Schönbau wird gegebenenfalls eingeschränkt durch die angesprochene Größenbeschränkung des Schiffs. Vielleicht muss man da einfach dann noch kreativer sein, um mit dem vorhandenen Platz auszukommen. Kommen wir zum Wiederspielwert.
Ich habe das Spiel auf der mittleren Schwierigkeitsstufe in gut 30 Stunden im Stream durchgezockt. Man kann sich übrigens fast alles, was ich da gespielt habe, nochmal in den Videos angucken. Von den Steam-Errungenschaften habe ich in dieser Zeit 15 von 23 erreicht, sodass mir noch 8 fehlen. Das ist etwa ein Drittel. Hier ist also noch etwas für mich zu tun. Außerdem lohnt es sich, verschiedene Schiffskonfigurationen auszuprobieren. Hierzu lohnt sich am ehesten ein Safe Game im Late Game, um einfach ein bisschen mit dem Schiffsbau herum zu experimentieren und es mal auszuprobieren. Für mich ist damit ein begrenzter, aber immerhin Wiederspielwert für, sagen wir, einige Stunden vorhanden. Ich habe das Spiel zum Livegang für etwa 20 € erworben und das ist es auf jeden Fall wert. Insgesamt ist das Spiel stimmig. Die Grafik ist zweckmäßig und sieht teilweise echt schön aus. Der Sound passt absolut zum Spiel. Und der Soundtrack im Hintergrund ist unaufdringlich und vervollständigt das Spiel stimmungsvoll. Insgesamt ist Starcom Unknown Space also ein gutes Spiel und für Freunde von Space Games und Rollenspielen durchaus eine Empfehlung wert. Was sagt ihr zu diesem Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Hat euch dieses Review zu Starcom Unknown Space gefallen? Dann gebt ihm einen Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr Ideen habt, was ich noch spielen, streamen und reviewen könnte, auch das gern in die Kommentare. Wer künftige Videos nicht verpassen will, lässt einfach noch ein Abo da. Und wer noch mal in das Spiel reinschauen will, findet hier auch die Playlist für Starcom Unknown Space. Das war's in diesem Review. Bis zum nächsten Mal, euer Zombieline Frank N. Stein.